Also stress mich nicht. Jetzt erzähl hier. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wo um alles in der Welt kommen hier Sonnenblumen her? Sag es mir. Weißt du woher? Vom Mähdrescher. Wir haben hier Körnermais gedroschen und die waren auf Garantie noch in der Maschine drin. Das ist ja verrückt. So, Leute, herzlich willkommen damit zu einer neuen Folge. Wir sind heute auf den Sonderkulturen und gucken uns als erstes hier den Senf an. Und eins ist, ich bin schon wieder von einem Punkt bin ich schon genervt, das ist nicht meine Frau, sondern das ist einfach hier die Danke. Das hier die Altverunkrautung, die ich nicht richtig ernst genommen habe, weil es wenig war. Ja, wir haben ja hier, guck mal da und da haben wir schon wieder, wie heißt das Zeug? Eine Kamille. Da haben wir schon wieder eine Kamille. Und wenn du hier so rüber guckst, siehst du auch ein paar Gräser und sowas. Das Ding ist, wir waren ja mit der Scheibenecke drüber, wir waren mit dem Grubber drüber und normalerweise reicht das mechanisch locker aus für so ein paar Unkräuter, die zu beseitigen. Dieses Jahr war es aber so intensiv nass und kalt die ganze Zeit, dass nichts mechanisch kaputt gegangen ist. Also du konntest da 20 Mal durchwühlen und das ist einfach stehen geblieben. Ja, haben wir das nicht weggekriegt. Hier haben wir noch einen Löwenzahn. Der wird ja nicht schlimm. Schlimmer ist nur die Kamille, weil die wird richtig nervig. Und dann haben wir hier, habe ich eben schon gesehen, schon ein bisschen Melde. Das ist Melde? Die wird uns hart nerven. Die wird uns hart nerven. Der Senf sieht soweit ganz gut aus. Ja, Ja, richtig doll. Guck mal. überall. Ja. Schöner Mist. Alles voll. Ja, ich denke mal, im Senf werden wir wohl eine Möglichkeit haben, was dagegen zu machen. Alles andere wird nachher schwierig sein. Was wir aber hier mal gucken müssen, hier ist der Feldaufgang, doch, hier geht's langsam. Boah, ist alles voll mit Melde. Senf ist ja ähnlich wie Raps, wird eine relativ große, üppige Pflanze, kann auch da viel kompensieren mit den Seitentrieben. Man muss aber sagen, alles im Allen hat der Prozess des Aufkeims hier sehr, sehr lange gedauert durch die Kälte, durch die Feuchtigkeit, die wir einfach hatten. Und da müssen wir mal gucken, wie schnell der Senf da dicht macht und wie schnell er da keine Probleme mehr hat. Man muss hier aber auf jeden Fall ein bisschen aufpassen mit Erdfloh. Das ist genauso wie beim Raps auch, kann der massiven Schaden machen. Hier haben wir ein Fraßloch, ja, aber alles im Allen ist noch gar nicht viel los beim Erdfloh. Ich habe hier gerade mehrere Pflanzen schon mir angeguckt, das ist gar nicht so viel. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Kultur. Die können wir uns gleich angucken. Als nächstes kommt hier nämlich der Leindotter. Den habe ich ja auch schon versucht in den Erbsen mit zu etablieren, aber das ist gar nicht so viel hochgekommen. In den Erbsen haben wir ja in den letzten AKFs gesehen, also ich habe da keine von gesehen. Hier haben wir ihn schon. Ah, ich habe eine Bahn viel zu wenig gemacht. Hier haben wir schon den Leindotter. So sieht der aus. Der sieht auch relativ gut aus und da haben wir auch letztes Jahr die Erfahrung gemacht, der ist auch sehr, sehr stark gegenüber anderen Konkurrenzunkräutern. Hier innerhalb der Reihe kommt er noch sehr verzögert hoch, möchte ich sagen. Ja, das sieht man kaum was. Am Vorgewende sieht es schon ein bisschen besser aus. Hätte ruhig ein bisschen dicker sein können jetzt schon in der Phase. Muss man natürlich gucken. Übrigens, ein Zuschauer hat mir geschrieben, zwecks Direktsaat, und der hat zum Beispiel Schwarzkümmel angebaut und hat da relativ viel umherprobiert und hat mir geschrieben, dass Schwarzkümmel in Direktsaat bei ihm sehr gut funktioniert, wenn überhaupt als einziges funktioniert hat im Schwarzkümmelanbau. Vielen, vielen Dank erstmal für diese News. Ja, er sagt, das war der einzige Part, wo man den Schwarzkümmel wirklich gut im Feldaufgang bekommen hat und auch wirklich relativ zügig in der Entwicklung, sodass er gegen Beikräuter gut gegenhalten konnte. Also man muss sagen, hier Leindotter kommt noch sehr, sehr spärlich, ne? Ja. Das sieht noch nicht so aus, wie es aussehen soll. Obwohl ich den relativ dick eigentlich gedrillt habe. Aber da weiß man auch nicht manchmal, dieses kalte, nasse Wetter. Es ist halt wirklich teilweise echt noch kalt. Ne? Ja, ich meine, man kann ja jetzt nicht sagen, dass der Boden irgendwie verkrustet ist. Guck mal. Nee. Weil wenn ich jetzt hier mit dem Finger, ich kann ja alles ohne Probleme aufkratzen. Also man kann nicht sagen, ja, der kommt nicht hoch, weil der Boden verkrustet ist. Das ist ja nicht der Fall. Ist ja keine Scholle hier. Wir können ihn einmal mit der Hand mal ein bisschen ausgraben. Ja, ich meine, der liegt relativ tief hier. Oh ja, der liegt ja wirklich tief.
So, da ungefähr muss er gewesen sein. Also so vielleicht einfach ein 2 Zentimeter. Je kleiner die Körner, desto flacher müssen die eigentlich liegen. Aber das ist dann nachher so eine Problematik. Irgendwann liegen die dann oben drauf. Dann hat man auch keinen guten Effekt. Muss man auch sagen, da hat man mit der Tigerdrill nicht in einem super flachen Bereich nicht die besten Ablagegenauigkeiten. Da wäre es schon besser, wenn man mit einer normalen Drillmaschine fährt, wenn der Boden gesetzt ist. Vielleicht nächstes Jahr eine Option, dass man vielleicht sagt, man fährt nochmal mit der Scheibenecke und drillt dann nur noch mit der Tigerdrill, damit das Saatbett abgesetzter ist. Dann funktioniert das vielleicht mit so einem kleinen Keimern auch ein bisschen besser. Ansonsten wäre es natürlich sehr, sehr schade. Leindotterlisi ist unsere beliebteste Kultur im Ölanbau, beziehungsweise beim Ölpressen gewesen. Ist ja nun, die Restbestände sind noch da. Also wir haben jetzt vor kurzem noch den Rest weggepresst und dann ist tatsächlich Leindotter erst wieder neue Ernte da. Von daher, Leute, könnt ihr noch gerne mal einmal im Shop gucken, landwirt-in-mv.de. Da könnt ihr euch noch die Öle sichern. Von allen anderen haben wir aber erstmal noch ausreichend da. Damit sollten wir eigentlich bis zu den nächsten Ernten kommen. Dann tippen wir uns weiter. Da vorne kommt die nächste Kultur. Ich glaube, da muss ich erstmal wieder auf den Ansaatplan gucken. Was kommt hier? Mohn. Mohn. Ich würde sagen, das ist er. Oder? Weil der steht hier tatsächlich in der Reihe. Da auch. Der kommt auch ein bisschen zögerlich noch. Das Schöne ist, beim Mohn, der hat seinen Samenstand relativ hoch. Das heißt, wenn der verunkrautet, können wir den relativ hoch dreschen und kriegen das ja trotzdem relativ auch gut gereinigt. Blüht blau. Bin super gespannt. Lisa auch schon. Die freut sich schon auf Bilder. Ist doch so, oder? Ja, ich bin gerade angeflogen worden. Ja. Ja, gut, vereinzelt sieht man ihn jetzt. Ich meine, der haben wir ja relativ dünn gesät und ich glaube, der kommt jetzt auch die Tage erst. Also das meiste muss man sagen, ich ströper ja hier schon ein paar Tage immer umher und fahre mal vorbei. Das meiste kommt jetzt auch erst hoch. Und da hat mir auch einer geschrieben, dass er da die besten Erfolge tatsächlich bei 3 Kilo Aussatzstärke gehabt hat. Ich habe ein 3/4 Kilo gemacht, also laut Internet ein halbes Kilo bis 1,5 Kilo. Und da habe ich gedacht, machst genau die Mitte. Na, die Mitte wäre 1 Kilo gewesen, Hannes. Laufen wir jetzt bis zur 3. Markierung da hinten? Yes. Bis da hinten, Leute. Bis da hinten müssen wir jetzt laufen. Hier können wir mal, du gehst doch auch mal gerne mit deinem Mann spazieren. Hier ist aber teilweise jetzt ein bisschen mehr. Also ich glaube auch, der Mond kommt. Wir sollen jetzt auch noch mal wieder Regen bekommen. Wir haben ja heute den 4. Mai. Über das Wochenende soll es regnen und noch mal ein bisschen warm werden. Und dann kann er ja Gas geben. Es war halt bis jetzt immer noch sehr, sehr kalt. Sehr, sehr kalt. Was kommt als nächstes? Ich muss auf meinen Ansatzplan gucken. Hast du nicht vorausschauend geguckt? Ach. Mehr eben Stress machen? Wir müssen Schwarzkümmel, dann kommt Drachenkopf, dann kommt Leinen, dann kommt Färberdistel. Hast du es gemerkt? Komm, Schwarzkümmel, da müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Lisa Nein. bekommt nämlich gleich Besuch. Ich bekomme nicht Besuch. Du musst Podcastaufnahme machen und wir wollen noch die Koffer packen, hast du gesagt. Oh, Außerdem ich haben habe unendlich Hunger. ja, wir müssen noch einkaufen, weil wir nichts zu essen zu Hause haben. Leute, ich bin heute... Ich mache nicht den Stress. Ich habe heute um 3 Uhr angefangen mit Maislegen, heute Morgen. Jetzt ist 15:20 Uhr und Hannes hat, ich will jetzt nicht sagen, nichts gegessen, aber mehr wird auch nicht. Na doch, du gab Senfei heute bei Mutti. Ich habe 1 Ei und 3 Kartoffeln gegessen, weil ich nicht gerne Senfei esse. Ja, naja, aber wenn man Hunger hat, schaufelt man sich rein. Dafür gab es noch Eis bei dir, habe ich gesehen. Ja, Eis gab es wirklich. Also hier sieht man tatsächlich vom Schwarzkümmel noch gar nicht viel. Hier kommt, glaube ich, ein bisschen hoch. Ach Göttchen. Das sind halt alles super zarte Kulturen. Hier auch, guck mal. Überhaupt? Da auch. Na, hoffen wir mal, dass es dieses Jahr besser wird. Das Schwarzkümmel war letztes Jahr fast gar nichts geworden. War ja super klein geblieben, hat sich nicht gut entwickelt. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ist wie es ist. Die sind ja wirklich mini noch hier, ne? Ja. Kann man das überhaupt erkennen hier? Da. Also Leute, wie gesagt, Totalherbizidmaßnahme habe ich nicht gemacht. Weil ich habe absolut gedacht, mechanisch wird es definitiv ausreichen. Ja. Aber auch ein Landwirt in MV kann sich mal irren. Ja, gut, aber hättest du es wieder ausgegeben? Da wäre es vielleicht nicht nötig gewesen. Ja, das ist ja das. Und was Oh, man hier auch, sieht schon besser aus, Drachenkopf. ja, Drachenkopf ist halt ein alter Wuchsmeister, ne? Was man halt wirklich sieht, ne? Guck mal, bis hier, wir haben ja das Vorgewende weggehäckselt. Bis hier, Beikräuter und Beigräser,
ab da nachher nichts mehr beim Maisstroh. Ja, durch die Beschattung des Maisstrohs kam da nichts zum Keimen. Aber der Drachenkopf ist gut, ne? Hier sieht man ja wenigstens endlich mal Ich glaube, der sollte was werden, Lisa. Endlich mal. Letztes Mal ist er nicht aufgelaufen, ne? Das erste Mal ist er nicht aufgelaufen und beim zweiten Mal kam er nachher nicht mehr richtig in die Gänge. Da war es schon zu spät. Ja. Da war so doll verunkrautet nachher schon. Aber vielleicht Aber haben auch, wir diesmal Glück. Da bin ich nämlich ganz besonders gespannt, wie das Öl schmeckt. aber auch hier Kamille, ne? Ohne Ende. Hier. Aber nur hier vorne, nur die ersten Meter. Danach ist sauber. Da. Alles voll. Also danach ist sauber. Also Drachenkopf haben wir auch anscheinend ein bisschen. Drachenkopf ist ganz spannend. Ja, und der ist auch gut geworden. So, was kam nach Drachenkopf? Was habe ich zu dir gesagt? Ich weiß nicht. Schwarzkümmel, Drachenkopf, was war noch? Lein und Färberdistel. Ja. Wie? Dahinter geht es noch weiter? Ja, na klar, Lisi. Oh. Und dahinter kommt nächste Woche noch den Hanf. Wir sind jetzt kurz vor Ende der Maisaussaat. Und nächste Woche machen meine Jungs noch, wir sind nicht da, dann machen meine Jungs noch den Hanf fertig. 5 Hektar wieder, wie letztes Jahr auch. Aber der ist gut geworden, der Drachenkopf. Also der hat einen schönen Feldaufgang. Ja. Jetzt, Vielleicht kommt der Rest ja auch noch so schön hoch. ich hätte jetzt gern so ein Kit-Auto, was hinterher fährt. Ach so. Nicht da hinten wieder hinlaufen müssen. Oder das jetzt alles mit so einem kleinen Dings durch abfahren. Mit so einem kleinen Gator, ne? Gator oder... John Deere, nun gebt euch doch mal einen Ist Ruck. doch egal, welche Firma, Hauptsache wir kriegen so ein Ding. So, hier soll jetzt... Öllein. Ist das Öllein? Ja, könnte sein. Der sieht aber nicht so gesund aus. Nee, Dann habe ich eigentlich so schwarze Finger. der kann vielleicht auch ein bisschen Frost gekriegt haben. Der sieht nicht so gut aus, Hannes. Aber hier kommt ein bisschen was hoch. Guck mal hier, die Pflanzen. Die sehen alle aus, als hätten sie übel einen weggekriegt. Siehst du das? Ja. Alle, die man jetzt hier so sieht. Na, aber am Herbizid kann es ja nicht liegen. Herbizid hat er nicht gekriegt. Nee. Vielleicht Frost, gefrorene Tropfen da drauf? Könnte sein, ne? Könnte sein, oder? Aber das meiste ist ja noch gar nicht draußen. Nee. Nee. Der kommt hier vereinzelt, aber so richtig nicht. Vielleicht war ihm das auch ein bisschen zu kalt. Warte mal, ich habe das Gefühl. Putz euch mal. Wird nicht besser. Bräuchten wir endlich wieder die andere Kamera für die Detailaufnahmen. Ich weiß nicht, dieses Jahr habe ich mir gedacht, so Hannes, dieses Jahr machst du alles schön früh fertig. So wie letztes Jahr auch, schön feuchte Bedingungen. Letztes Jahr war es ja leider zu trocken. Vielleicht wäre dieses Jahr eine Woche später die bessere Variante gewesen. Weißt du? Aber das ist auch so, bei der Landwirtschaft ist das auch immer wie Pokern, ne? Ja, das ist so. Hinterher weiß man immer, was man am besten hätte machen können. Hinterher ist man immer schlauer. Und das ist immer Aber so hier hinten kommt er ein bisschen besser, Lisi. ja, immer so ein Pokern. Also langsam kommt er hier. Definitiv. Man muss bloß vielleicht ein bisschen Geduld haben. Aber vielleicht war die Ablagegenauigkeit nicht so gut gegeben. Ich meine, die Sonderkulturen ist ja jetzt auch nun was, wo man halt auch nicht so ein alter Hase drin ist, wie jetzt, sage ich mal, im Getreideanbau oder Rapsanbau oder sowas, ne? Ja, da muss man nämlich ein bisschen halt was alles können. Aber anscheinend kann ich ja nicht. Das sind alles Erfahrungswerte, die man sammelt, wo man hinterher mal schlauer wird. Das nimmt man mit fürs nächste Jahr. Und das ist ja der Punkt, ein Jahr ist kein Jahr. Ja. Was hast du denn da? Na, guck mal, das die Hülle vom Mais vom letzten Jahr. Verrückt. Das rote Korn. Da. Ist ja eine Wurzel. Krass. So, jetzt kommen wir zur... Guck mal hier. Ja, schon verrückt, ne? Ja. Färberdistel war, ne? Ja, Färberdistel, die kommt aber ganz gut, das weiß ich schon. Da habe ich mich selber schon gespoilert letztens. Aber ich meine, wenn man hier so rüber geht, die kommt. Ja, er kommt, aber er ist Aber es ist kein schöner. Das muss alles so kommen wie der Drachenkopf. Ja, genau. Ab nächstes Jahr nur noch Drachenkopf. Nee. 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 Ja, aber das Blöde ist ja, wenn eins von den Kulturen immer nicht wird, haben wir da kein Öl von. Tja. Oh, naja. Sehr hell, oder? Ja. Ich glaube, das ist auch eine Kultur, die den Frost überhaupt nicht mag. Ständig frostet mögen, glaube ich, die ganzen Aber man Kulturen sieht hier überhaupt richtig nicht. die Disteln hier dran, ne? Also, Ja. dass das die Färberdistel ist. Man sieht richtig die
Zacken da dran. Da muss man ja sagen, die sieht ja aus wie eine kleine Sonnenblume. Ist eigentlich schon prädestiniert, vielleicht nächstes Jahr nochmal wieder mit der EDX zu machen. Da war der Feldaufgang von allen am besten, muss man ehrlich sagen. Ist natürlich sehr viel Rumgeschraube mit den unterschiedlichen Saattrommeln und so weiter, ne? Nee, das ist eine Sache von 10 Minuten. Ach so. Reinschieben, rausschieben. Ja, aber hier war, das geht ja immer schneller, weißt du ja. Aber hier war es auch so ein Punkt, weißt du, guck mal, wenn du fast schon 2 Tage an diesen Flächen rumfummelst und du willst fertig werden, dann fährst du ja nicht zum Hof, holst die EDX, füllst nochmal alles um, verstehst du? Dann sagst du dir, gut, dann fülle ich jetzt hier 100 Kilo Färberdiesel rein und drill das jetzt hier fertig. Das ist ja das. Hier für die paar Hektar lohnt sich ja mal alles nicht richtig. Was kommt dahinter noch? Da kommt der Hanf hin. Wann ist der soweit? Ja, die Jungs machen das. Der ist ja Hab ich da. nicht zugehört. Ja, genau. Und dahinter kommen die Sonnenblumen. Die stehen schon. Sind schon im Boden. Die gucken wir uns sicherlich in der nächsten AKF an. Und in der nächsten AKF gucken wir uns jetzt. Die GoPro ist gleich alle, ich habe noch 1%. Gucken wir uns jetzt direkt das Getreide an. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt sauber, Leute.